Moin Moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du hier bist. Ja, heute stelle ich euch Percival der Marke Parfums de Marly vor. Wir starten wie immer direkt mit der Flakon-Präsentation. Ja, ich denke, vielen ist mittlerweile das Design der Marke bekannt. Wir haben hier die Pferde vorne drauf. Für mich ein ganz schickes Blau, weil es so ein bisschen matt gehalten ist. Hier unten haben wir wie immer die Badge-Informationen. Ja, hinten ohne Aufdruck, aber wie gesagt, aufgrund der Farbe finde ich sehr schick. Der Deckel ist sehr massiv, wie man das von der Marke kennt, also qualitativ sehr hochwertig, wiegt gefühlt mehr als der Flakon. Und hier haben wir den Zerstäuber, der auch wirklich solide ist. Die Verpackung zeige ich euch auch nochmal gerne. Die ist bei Percival tatsächlich so ein bisschen schlichter gehalten. Es gibt von der Marke zum Beispiel die Verpackung von Carlyle, kostet ein bisschen mehr, aber die ist dann hochwertiger, ist eine richtige Schatulle. In dem Fall ist es halt so eine Pappverpackung, aber ja, relativ hochwertig. Hier haben wir dann noch so eine Art Zertifikat, so eine kleine Karte mit dabei. Ja. Und man muss zu der Verpackung aber sagen, dass der Flakon da wirklich fest und sicher drin sitzt. Ich denke, man kann es gut erkennen. Das wird hier richtig reingesteckt. Also solide, nichts Außergewöhnliches, aber erfüllt in dem Falle auf jeden Fall seinen Zweck. So, Percival. Ein Release aus dem Jahre 2018. Der Parfümeur dahinter ist Herr Hamid Merati Kashani. Ist, ja, man könnte fast sagen, der hauseigene Parfümeur der Marke. Hat unter anderem Layton Exclusive, Pegasus, Oriana kreiert. Ja, Percival wird oft mit Fiers oder Mont Blanc Legend verglichen. Kann ich absolut nachvollziehen, also so die Duft-DNA, die Richtung lässt sich nicht leugnen. Für mich ist Percival aber qualitativ wirklich hochwertiger und ja, ganz besonders. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich zu Anfang gar nicht so ein großer Fan von Percival war. Ich konnte aber trotz alledem nie so richtig von dem Parfum loslassen, habe es immer mal wieder dann in den Geschäften gerochen. Und habe es mir dann irgendwann gekauft. Und das war letztlich auch die richtige Entscheidung. Denn Percival hat eine ganz wundervolle Duftaura. Also es ist für mich weit mehr als so ein Duschgel-Duft, als so ein Sportduft, wie es oft deklariert wird. Denn es hat eine gewisse Würze. Also wir haben jetzt erstmal in der Kopfnote eine gewisse Frische durch die Mandarine, durch die Bergamotte. Und haben dann aber eben durch zum Beispiel Koriander, Zimt, Lavendel, Tonka, Pfeffer, Moschus eben auch eine gewisse Würze. Also es ist eben nicht nur frisch oder sportlich, duschgelig, sondern eben auch mit einer gewissen Würze. Das macht es für mich besonders und hebt sich eben meiner Meinung nach zum Beispiel von den eben genannten Parfums ab. Und vor allem hat Percival eine wirklich wundervolle Duftaura. Also man muss sagen, dass es so auf dem Teststreifen relativ unspektakulär riecht. Aber wenn man das Parfum dann trägt, entwickelt sich das auf der Haut ganz wundervoll und man hat so eine wirklich tolle Sillage, man ist umhüllt von so einer richtig tollen Duftaura und es kommt auch wirklich gut an. Also das muss man wirklich sagen, es kommt überdurchschnittlich gut an. Man bekommt viele Komplimente, man wird angesprochen, was man denn trägt, dass es ganz toll riecht. Also ist wirklich ganz, ganz toll. Und vor allem hat es auch eine gute Haltbarkeit, muss ich ehrlich sagen. Bei mir hält das Parfum so 8 bis 9 Stunden. Ist also für, wenn man es dann wieder so sagen möchte, für so einen Duschgelduft überdurchschnittlich gut. Ich denke, das ist einfach die Würze, die dann eben so ein bisschen ja, länger erhalten bleibt und das Parfum dann eben so eine gute Haltbarkeit gibt. Und die Sillage ist in den ersten Stunden auch wirklich gut und wie gesagt, durch diese, ja, umhüllende Duftaura wirklich ganz toll. Die Konditionen sind 75 ml, so circa 165 bis 170 Euro. 125 ml kosten so 215 bis 225 Euro. Da müsst ihr mal in den Online-Shops gucken. Manchmal gibt es auch Rabattcodes. Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen günstiger. Und generell möchte ich kurz mal zu den Konditionen sagen, ich höre oder lese ganz oft immer, naja, das ist mir für einen Duschgelduft einfach zu teuer. Ich habe auch da eine komplett andere Einstellung, denn
Ich finde, warum darf ein Duschgelduft oder ein sportlicher Duft nicht so viel kosten wie jetzt ein sehr süßes oder schweres Parfum? Das ergibt für mich persönlich keinen Sinn. Die Produktion oder die Herstellungskosten, die sind mehr oder weniger gleich zu auch anderen Parfums, zu süßlichen, schweren Parfums, kommt natürlich auf die Inhaltsstoffe an, aber man kann, was ich damit sagen will, jetzt nicht sagen, dass ein Duschgelduft so viel günstiger oder billig in der Produktion ist und dass dann im Umkehrschluss süßere, schwerere Parfums ja so viel teurer sind. Das stimmt halt nicht und dementsprechend finde ich es auch völlig legitim, wenn es ein tolles Parfum, wie es eben Percival ist, eben auch Summe XY für ein Parfum auszugeben. Aber das ist auch nur so meine Einstellung, meine Herangehensweise. Mir ist es letztlich egal, ob es ein Duschgel-Parfum ist, ob es ein süßes Parfum ist. Wenn es toll ist, aufgrund der Qualität, der Haltbarkeit, der Duftaura-Sillage, dann finde ich, kann ein Parfum oder darf ein Parfum in Anführungsstrichen auch teurer sein. So, ja, das soll es gewesen sein. Eine klare Empfehlung. Probiert es aus. Vor allem lasst euch da, wie gesagt, nicht so von so einem Test im Geschäft auf dem Teststreifen abschrecken. Besorgt euch sonst eine Abfüllung, tragt das Parfum 2-3 Mal. Ihr werdet merken, es entwickelt eine ganz tolle Duftaura. Ihr bekommt Komplimente, fallt ganz positiv auf. Und ja, das soll es gewesen sein. Danke, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.